Allahumma salli wa sallim ala Medina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuda ilayk منام ليالي بطول التوام. محمد رسول الله مدد يا سلطان الأنبياء مدد يا رجال الله يا سيدي يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. Bevor der Mensch erschaffen wurde sein Schicksal erschaffen, sagte Gosche. Was haben wir denn in der Hand, in unserer Hand? Was können wir machen? Wir können nur eins machen und nur verlangen, dass der bessere Schicksal uns findet. Weil wir haben zwei Schicksalswege zur Verfügung. Allah hat nicht nur ein Schicksalbuch geschrieben, es sind zwei. Und wir haben eins zu verlangen: oh Allah, gib uns das Bessere, den besseren Schicksal. Aber wir haben alles Schicksal Gottes zu akzeptieren. Alles ist geschrieben und unterschrieben. Wir haben zu akzeptieren, was so auf uns zukommt. Aber warum dürfen wir bitten, wenn alles schon vorherbestimmt ist? Wir sollen bitten um das bessere Schicksal. Aber es ist aufgeschrieben. Es ist vorherbestimmt. Wir wissen nur nicht, in welchem Buch unser besseres Schicksal hier geschrieben steht. Wie finden wir zu diesem besseren Buch? Alleine nicht, Haji Amin. Wir werden in dieser Welt hineingeboren und irgendwie müssen wir uns bewegen in dieser Welt, immer nach vorwärts. Aber welche Richtung? Das kann niemand von alleine wissen. Welche Richtung die richtige Richtung ist. Welcher Weg der rechte Weg ist. Das kann niemand allein wissen. Was brauchen wir dann? Den Wegbeschreiber, den den wahren Weggefährten und eine gute Führung, der den Weg kennt, den besseren Weg. Wer ohne den Scheich läuft in den Abgrund. Der Scheich ist wie der Doktor, der deine Akten hat, mit deinen Krankheiten und was für dich gut ist, gegen deine Krankheiten. So hat der Scheich dein Schicksalbuch in seiner Hand, die beiden. Und was er empfiehlt, ist genau aus dem dein Schicksal, aus dem besseren Schicksalbuch. Wenn er dir etwas empfiehlt, Haji Amin, dann empfiehlt er dir aus deinem eigenen Buch das Bessere. Und wenn das Höchste das Geringere Übel ist. Beides gefällt mir nicht. Was willst du tun, Haji Amin? Einen dritten Buch gibt es für dich nicht. Kann ich selber schreiben? Nein. Jeder Mensch möchte sein Buch selber schreiben. Was weiß er dann, dass er schreibt? Was weiß er denn über den Weg, über Zukunft, über sich selbst, sodass er ein neues Schicksalbuch für sich schreiben will? Und was hat er denn eigentlich zu schreiben? Was will er sich selbst geben, wo er selber nicht hat?
Ich will ein besseres Buch schreiben. In diesem Buch möge geschrieben stehen, ein Ferrari wartet auf mich, eine Villa wartet auf mich, am See und das und dies. Ja, und woher bekommst du das, Haji Amin? So soll dir das gehen. Du kannst gerne alles aufschreiben, dein Wunschzettel. Aber ein besseres Schicksal bekommst du dafür nicht. Das ist alles vorher bestimmt, schon geschrieben. Der Scheich aber empfiehlt dir alles aus deinem besseren Buch, dein Bestseller, nicht Flopseller. Weißt du das, Flopseller? Hast du nie gehört, Flopseller. Bestseller hast du gehört. Deshalb Tarikatun al-Sohbah Khairun fi Jamia. Das ist eine Sohbet mit dem Scheich. Und das ist eine Sohbet vom Scheich. Und er empfiehlt uns aus unserem eigenen Buch das Bessere. Du hast das Buch nicht in deiner Hand. Er hat dein Buch in seiner Hand. Und deshalb kann er lesen. In diesem Buch, was du dir gerne, deine eigene Meinung, eigener Wunsch, eigene Selbstbestimmung, das in dem Schicksalbuch steht geschrieben und das ist eine böse Ende, kein Happy End. Lass das sein, was du alles für dich wünschst, das ist nicht schön, sagt er. Geh nach meiner Rechtsleitung. Das hat er auch von deinem Buch, nicht von deinem eigenen. Alles von deinem Buch, aber von dem Besseren, nimmt er und zeigt dir. Du hast nicht die Möglichkeit, in dein eigenes Buch reinzuschauen. Haji Ali. Alles, was der Scheich sagt, euch empfiehlt, ist von eurem eigenen Schicksalbuch. Aber was besser für euch ist. Deshalb brauchen wir den Scheich. Der deine Zukunft in seiner Hand hält, den besseren Zukunft. Aber der Mensch hat ein Ego und ein wie heißt das? Ratgeber. Und das ist ein böser Ratgeber. Und dieser Ratgeber, dein Ego, sagt zu dir immer, lebe du, wie du möchtest, entscheide du, wie du möchtest. Lass über dein Leben niemand entscheiden. Das ist einfach. Das ist leichter für einen Menschen. Weil rumkommandiert wird keiner. Das möchte keiner sein. Jeder möchte lieber von seinem eigenen Ego kommandiert werden, aber nicht von einem anderen. Aber kommandiert wird er immer. Unter Kommando? Unter dem Kommando. Unter Kommando steht der Mensch immer. Er befolgt immer Befehle. Wenn du dein eigenes Ego gesehen hättest, sagt der Brosche, dann würdest du alles versuchen, davor wegzulaufen. So eine Angst hättest du bekommen. Vor deinem eigenen Ego, wo du jahrelang gerne gefolgt hast und die Befehle hier bekommen hast und Yes Sir gesagt hast. Wenn du da hier unter dem Befehl gestanden bist, wenn du das sehen würdest, du würdest sofort in die Arme des Scheichs laufen, gerne, willig. Aber es ist eine Weisheit, dass Allah unser Ego uns nicht zeigt. Und so denken wir, das Ego ist unser Freund und der Scheich der Feind.
Möge Allah uns recht leiten lassen. Amen. Und uns gute Führung geben. Amen. Deshalb in unserem Glauben müssen wir sagen, wir akzeptieren Schicksal Gottes, was für uns vorherbestimmt ist. Aber wir akzeptieren das gute Buch, das gute Schicksal, nicht böse. Das ist versteckt. Wir akzeptieren, um das zu bestätigen, müssen wir Bayat nehmen und versprechen, unserem Scheich ein Scheich finden und versprechen, ich folge dir. Eigentlich folgst du nicht dem Scheich, dein Schicksalbuch, dem besseren. Dem besseren Weg folgst du, nicht dem Scheich. Du folgst deinem eigenen Schicksalbuch, aber was für dich gut ist, ein Happy End bedeutet. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen. Hürmetel habe, Hürmetel Fatiha.